Anaconda Dream. Hallo, ich bin Sophia. Mein Künstlername ist SCM Sammes. Unter dem werde ich auch hier bloggen und ich möchte gerne den Schlangenblog für Dummies hier machen. Um es gleich zu sagen, das mit dem Schuh ist ein Witz. Ja, das ist auch kein echter Schlangenlederschuh. Mir geht es tatsächlich darum, klarzumachen, das hier ist der Dummy-Blog, das hier ist der Blog für totale Anfänger. Das Ganze soll für Menschen sein, die wie ich zum ersten Mal eine Schlange kaufen wollen. Vielleicht hat der eine oder andere sich auch schon informiert und gesurft und dabei festgestellt, dass es eine Flut von Informationen gibt und dass es vor allen Dingen wahnsinnig viel zu bedenken gibt, wenn man eine Schlange kauft. Ich habe Wochen und Wochen und wirklich wochenlang recherchiert und gelesen und geguckt und gemacht und getan. Und ich dachte, vielleicht kann ich diesen Prozess durchaus für einige ein bisschen abkürzen. Man muss sich natürlich selber überlegen, welche Schlange passt zu mir, welche Schlange will ich haben. Aber ein paar Kleinigkeiten kann ich euch vielleicht doch mit auf den Weg helfen. Ja, und das ist hier meine Motivation und ich freue mich über Kommentare, Fragen und ähnliches, ob es irgendwie passt. Eine Sache übrigens zu den Videos vorweg. Ich bin beruflich oft irgendwo unterwegs. Nicht wundern, die Locations wechseln, wo ich drehe. Es werden immer wieder mal einige Sachen in der Vergangenheit gedreht sein, weil ich habe schon ein bisschen was abgedreht. Ich bin schon ziemlich fortgeschritten inzwischen im Schlangenkauf. Ich werde euch an allem teilnehmen lassen. Dem Rückwandbau, die habe ich selber aus Styropor und Fliesenkleber gebaut. Dem Terrarienbau. Und Einsammeln von irgendwelchen Dekogegenständen aus dem Wald, ähnliches. Da nehme ich euch überall mit. Die Vorbereitung bis zur Schlange, bis man wirklich weiß, wie es mit dem Klima ist, welches Terrarium das Richtige ist, welche Schlange überhaupt die richtige ist. Ganz ehrlich, das dauert viel, viel länger, als man anfangs denkt. Und das ist wirklich ein langer Prozess, bis es dann wirklich zum ersehnten Tier kommt. Später wird es dafür vielleicht umso mehr Schlangen geben, weil ich habe dann auch vor, vielleicht interessante Züchter mal zu besuchen, auf dem Messen mal ein bisschen was zu bloggen. Für mich kam die Idee mit der Schlange übrigens nach und nach. Der Auslöser war, dass ich vor 2 Jahren im Amazonas-Delta Urlaub gemacht habe. Da war ich im Dschungel und dort ist es geschehen. Ich habe mich unsterblich in eine Schlange verliebt. Und das ist sie. Meine Schlange habe ich noch nicht, aber einen Namen hat sie schon. Mit Freunden wurde natürlich furchtbar viel gealbert. Und wir haben uns ganz tolle Sachen ausgedacht in puncto Schlangennamen. Als Riesenfavoriten waren da Au oder Oh Scheiße. Aber die Tatsache ist, das wird es beides nicht sein, obwohl es natürlich sehr, sehr gute Namen sind für eine Schlange, gar keine Frage. Ginge natürlich auch sowas wie Huch oder ähnliches. Ich habe mich dann für etwas Klassisches entschieden. Ich dachte, es soll so eine Schlangengottheit oder sowas sein. Und da ich Quetzalcoatl etwas zu sperrig finde, wird der Name jetzt Kaya sein, meines neuen Schlängleins. Also ich liebe sie jetzt schon, obwohl ich sie nicht mal besitze. Sie wird Kaya heißen, nach einer Schlangengottheit. Und ich habe das Paradies, in dem sie wohnen soll, bereits gebaut. Ich werde euch ja auch zeigen, wie ich es gebaut habe, aber ich möchte euch einen kurzen Vorausblick darauf erlauben, was ich da gemacht habe. Ja, das ist es. Es kann sich sehen lassen, oder?
Ich bin auf jeden Fall mächtig stolz drauf. Es ist mein allererstes Terrarium. Und ich möchte auch gerne daran teilhaben lassen, wie es entstanden ist. Eine der ersten Fragen an Schlangendummy für mich war übrigens, ist es überhaupt okay, sich eine Schlange zu halten? Ich reise viel, ich bin sehr outdoor-affin, also ich gehe in die Berge, ich gehe wandern, ich gehe Bergsteigen und liebe es, im Dschungel irgendwas zu machen auf meinen Reisen. Ich tauche gerne, mit anderen Worten irgendwelche Tiere beobachten, das habe ich schon immer gerne gemacht. Und natürlich sind mir in freier Wildbahn schon oft Schlangen begegnet, verschiedener Größe und Giftigkeit. Und im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Leuten, die dann machen, bin ich dann diejenige immer gewesen, die dann fasziniert stehen bleibt und zuguckt, wie sie so davon schleicht. Und ich habe es bisher eigentlich so gut wie nie übers Herz gebracht, mir ein Haustier zu halten, weil ich immer das Gefühl habe, man nimmt das Tier gefangen. Das ist ja wahrscheinlich auch so. Und es nicht übers Herz bringen konnte, auch wenn das schön ist, so ein Tier zu haben, süß, das da in Gefangenschaft zu halten. Bitte auch hier nicht denken, dass ich irgendwelche Vorurteile gegenüber Haustierhaltern hier schüren will ich auf gar keinen Fall. Ich habe völliges Verständnis dafür, wenn jemand einen tollen Hund, eine tolle Katze, irgendein Tier hat, kann ich gut verstehen. Deswegen war für mich die erste Frage, ist das überhaupt okay für eine Schlange? Und da gehe ich dann eher von der Wildnis aus, habe mir nochmal Tierreportagen angeguckt und war da eigentlich ganz angetan zu hören, dass naja, der Mensch neigt ja dazu, seine Umwelt so ein bisschen zu zerstören. Die Lebensräume von allen möglichen wilden Tieren werden immer kleiner. Viele Schlangenarten sind durchaus bedroht vom Aussterben und gedeihen dann in Gefangenschaft sogar besser. Also schlicht und einfach deswegen, weil sie da ein Lebensumfeld haben, ein Habitat. Ja, da habe ich mich natürlich ein bisschen informiert. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und habe da festgestellt, dass die meisten Schlangen jetzt gar nicht so mobil sind. Das sind nicht so die Aktivitätswunder. Die bleiben, wenn sie können, auf jeden Fall sehr viele Arten, ihr Leben lang in ihrem Baum, in ihrer Höhle, in ihrem Loch, in ihrem Versteck und bewegen sich dann möglichst nicht weiter. Das heißt, eigentlich für viele Schlangenarten kann man tatsächlich im Terrarium ein gutes Habitat schaffen, in dem sie sich wohlfühlt. Denn sie braucht nicht so viel Auslauf wie jetzt zum Beispiel ein Säugetier. Was ich für meine Schlange brauche, da ist meine Schlange, ist eigentlich vor allen Dingen erstens ein gutes Versteck, wo sie sich verstecken kann. Damit ist es schon mal ganz gut. Dann haben Schlangen zwei ganz spezifische Hobbys. Das eine: Schlangen brauchen einen Platz, an dem sie gerne ihr kaltes, wechselwarmes Blut ein wenig erhitzen können. Und wenn ihnen dann doch ein wenig zu heiß wird unter Umständen, dann braucht es einen Platz, wo die Schlange sich wieder gehörig abkühlen kann. Übrigens, da Weihnachten naht, habe ich sogar Sterne aus Eis. So, die Schlange hat sich gut abgekühlt und ist jetzt ausgesprochen zufrieden. So ist das mit den Schlangen. Nachdem ich jetzt gehört habe, mit welchen Schlössern einige Leute ihre Terrarien bestücken müssen, und dass einige Schlangen systematisch die Ecken und Kanten absuchen und Löchlein finden, wo sie rauskommen, ob sie jetzt die Lüftungsgitter rausdrücken oder sonst was machen, frage ich mich natürlich schon, ob ich mir da nicht Illusionen mache. Aber mein Gefühl sagt mir, dass man eine Schlange recht artgerecht halten kann. Ich denke, wenn das Terrarium groß und schön genug ist, dann ist auf jeden Fall... Was hängt denn hier am Terrarium? Warte mal. Was ist das? Oh. Oh. Okay. Ja. Ah. Outtakes. Übrigens, da Weihnachten naht, habe ich sogar... da fallen sie mir aus der Hand.